Ja, hallo, hier ist Stefan aus Panama und im heutigen Video geht es um ein sehr wichtiges Thema, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch in Panama eine Immobilie zu kaufen. Der Kauf einer Immobilie in Panama ist relativ einfach und die Kaufnebenkosten sind relativ günstig. Der Haken an der Sache ist, dass die Hauptkosten erst dann während der Haltedauer und später beim Verkauf auftreten. Und deswegen habe ich mir gedacht, im heutigen Video schauen wir uns einfach mal die Grundsteuer an. Los geht's! Eins noch kurz vorweg, ich bin weder Immobilienmakler noch Steuerberater noch Jurist. Alle Informationen in diesem Video habe ich nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, aber wenn ihr euch eine Immobilie kauft, dann konsultiert immer einen Fachmann zuerst. Ja, dann kommen wir jetzt zur Grundsteuer. Die Grundsteuer in Panama funktioniert ganz ähnlich wie in Deutschland. Und zwar ist das einfach ein jährlich zu zahlender Betrag, der auf den Immobilienwert berechnet wird. In Panama ist dieser Immobilienwert registriert beim ANATI, das ist das Katasteramt. Und für die Berechnung des Steuersatz, der Grundsteuer wird ein Stufensteuersatz angewendet. Und zwar seht ihr hier, dass die ersten 30.000 US-Dollar vom Immobilienwert steuerfrei sind. Auf den Wert der Immobilie zwischen 30 und 250.000 wird ein Steuersatz von 0,6% angewandt. Von 250.000 bis 500.000 sind es 0,8% und alles, was dann oberhalb von einer halben Million ist, wird mit 1% besteuert. Das heißt, dieser Stufensatz wird angewandt und daraus ergibt sich die zu zahlende Steuer. Ja, ich habe jetzt, 'ne kleine App gebastelt, die euch hilft, die Grundsteuer zu berechnen. Und zwar seht ihr hier ein Eingabefeld, wo ihr den Immobilienwert, eintragen könnt. In diesem Fall sind es 250.000 US-Dollar. Dieser Wert, das ist normal der Wert aus dem, Kaufvertrag. Und dieser Wert wird eben, wie gesagt, beim ANATI hinterlegt. Und das ist die Basis für die Berechnung der Steuer. Hier in dieser Tabelle seht ihr jetzt den Stufensteuersatz angewandt auf diesen Immobilienwert. Und zwar, wie gesagt, die ersten 30.000 US-Dollar vom Immobilienwert werden mit 0% besteuert und die verbleibenden 220.000 fallen in die Stufe von 0,6%. Das heißt, hier ergibt sich, 'ne zu zahlende Steuer von 1.320 US-Dollar. Damit ergibt sich ein effektiver Steuersatz von 0,53% und der zu zahlende jährliche Steuerbetrag ist 1.320 US-Dollar. Wenn ich jetzt hingehe und das zum Beispiel auf 450.000 erhöht, den Immobilienwert, dann seht ihr, die ersten 30.000 sind wieder steuerfrei. Die nächsten 220.000, also bis 250.000, werden mit 0,6% besteuert. Und die 200.000, die dann drüber gehen, werden mit 0,8% besteuert, was hier ein Wert von 1.600 US-Dollar sind. Das zusammengezählt ergibt dann einen zu zahlenden Betrag von 2.920 US-Dollar und einen effektiven Steuersatz von 0,65%. Wenn wir jetzt hingehen und das nochmal erhöhen, zum Beispiel auf 750.000 US-Dollar, dann seht ihr wieder 30.000 steuerfrei, 220.000 mit 0,6, 250.000 vom Immobilienwert mit 0,8% besteuert und dann die verbleibenden 250.000 werden mit 1% besteuert. Das heißt, es ergibt sich eine zu zahlende Steuer von 5.820 US-Dollar und ein effektiver Steuersatz von 0,78%. Also ihr habt jetzt gesehen, wie man die Grundsteuer in Panama berechnet, wenn nichts anderes gilt. Also das ist sozusagen der Standardsteuersatz, der Worst Case. Es gibt jetzt aber auch noch eine ganze Latte von Steuererleichterungen in Panama. Auf viele davon kann ich jetzt nicht eingehen. Es gibt zum Beispiel bestimmte Baujahre, die für 20 Jahre von der Grundsteuer befreit sind. Oder es gibt auch bestimmte Regionen, die spezielle Grundsteuerregeln haben, zum Beispiel wie die Altstadt. Wenn ihr eine Immobilie kauft und ihr möchtet wissen, ob es Steuererleichterungen gibt,
dann müsst ihr euch an einen Steuerberater wenden. Der kann euch das sagen. Zum Beispiel, wenn ihr eine Secondhand-Immobilie kauft, die, zum Beispiel 10 Jahre alt ist und die hat 20 Jahre Steuererleichterung. Das heißt, theoretisch bleiben euch noch 10 Jahre von diesen 20 Jahren. Aber das muss 'n Steuerberater kann euch das beantworten. Worauf ich jetzt aber in diesem Video noch eingehen möchte, das ist das sogenannte Patrimonio familiar. Das ist sozusagen der Familienwohnsitz. Und der hat einen ermäßigten Steuersatz hier in Panama und darauf möchte ich jetzt noch eingehen. Ich möchte auch noch erwähnen, dass es neben dem Patrimonio familiar noch den Begriff gibt von Vivienda Principal. Das heißt, das ist der erste Wohnsitz. Es sind rein technisch 2 unterschiedliche Begriffe. Also Patrimonio familiar ist es für eine Familie. Vivienda Principal ist es, sozusagen ja, für eine Einzelperson. Das ist eigentlich dasselbe in grün. Es sind aber 2 unterschiedliche Begriffe, aber der Steuersatz ist derselbe. Hier auf der Folie seht ihr jetzt den Stufensteuersatz, wie er für ein Patrimonio familiar oder auch eine Vivienda Principal angewandt wird. Und zwar sind hier die ersten 120.000 US-Dollar steuerfrei. Dann der Wert der Immobilie zwischen 120 und 700.000 wird mit 0,5% besteuert und alles, was über die 700.000 geht, wird mit 0,7% besteuert. Ja, wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen zu unserem Grundsteuerrechner, dann seht ihr hier oben einen Schalter, den ich umlegen kann. Und da wird eben der Steuersatz für das Patrimonio Familiar aktiviert. Und ihr seht jetzt zum Beispiel, wie das hier für die 750.000 berechnet wird an Immobilienwert. Und zwar, wie gesagt, die ersten 120.000 sind jetzt steuerfrei. Dann, die nächsten 580.000 werden mit 0,5% besteuert und dann die 50.000, die über die 700.000 drüber gehen, werden mit 0,7% besteuert. Das heißt, es gibt sich ein effektiver Steuersatz von 0,43% und ein zu zahlender Steuerbetrag, in Höhe von 3.250 US-Dollar. Das heißt, wenn ich hier wieder zurückgehe, es sinkt von 0,78% effektiven Steuersatz auf 0,43. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr das Patrimonio familiar in Anspruch nehmen könnt, dann ist es am einfachsten direkt beim Kauf. Wenn ihr das zum Beispiel eurem Steuerberater mitteilt, dann kann der das beim Umschreiben der Immobilie direkt dem Finanzamt mitteilen, dass das jetzt euer Familienwohnsitz ist und dann ist das dort hinterlegt. Ihr müsst das explizit machen und ich würde auch darauf bestehen oder immer denjenigen, der das für euch macht, immer hinweisen und immer fragen: „Hast du das jetzt wirklich gemacht?“ Weil oft lassen die das eben schleifen, weil es eben so ein optionales Ding ist, das denen nicht wehtut, eurem Makler oder dem Steuerberater. Deswegen immer drauf bestehen. Wenn ihr jetzt eine Immobilie schon gekauft habt und das beantragen möchtet, dann geht das über die Seite des Finanzamts. Das könnt ihr theoretisch selber machen oder ihr lasst das eben euren Steuerberater machen, was wahrscheinlich für die meisten einfacher ist. Was auch noch wichtig zu wissen ist, wenn ihr eine Falschangabe macht, da gibt's eine Geldstrafe. Ja, dann kommen wir zu den Zahlungsoptionen. Das ist auch noch sehr interessant zu wissen. Und zwar ist es in Panama so, dass ihr den Grundsteuerbetrag nicht komplett am Anfang des Jahres zahlen müsst. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, das in 3 gleichen Raten übers Jahr verteilt zu zahlen. Und hier in unserem Beispiel haben wir ja den Grundsteuerbetrag mit 3.250 US-Dollar berechnet. Und da gibt's jetzt eben 3 Zahltage, zu denen ihr dann das in 3 gleichen Raten zahlen könnt. Der erste Zahltag ist der 30. April, der 31. August und der letzte Zahltag ist der 31. Dezember. Und da wird eben diese Summe, die wir hier berechnet haben, wird aufgeteilt. Was es dann auch noch gibt, ist ein Schnellzahlerrabatt. Das heißt Pronto Pago. Das können wir hier in dem Rechner aktivieren und da seht ihr, wenn ihr eure Grundsteuer, die für das komplette Jahr bis zum 30. April, wenn ihr das begleicht, dann könnt ihr einen Rabatt von 10% geltend machen.
Das heißt, die zu zahlende Summe reduziert sich von 3.250 US-Dollar in diesem Beispiel auf 2.925 US-Dollar. Und das erniedrigt natürlich den effektiven Steuersatz von 0,43% in diesem Fall auf 0,39%. Was ich dazu unbedingt noch sagen möchte, ist, überprüft das bitte unbedingt jedes Jahr, ob diese Fristen, ob die alle noch gleich sind. Weil manchmal, kommt die Regierung auf die Idee, dass sie irgendwie Geld brauchen oder so und dann verschieben die dieses Datum. Am besten, fragt ihr entweder euren Steuerberater oder ihr schaut zum Beispiel auf der Instagram oder Twitter-Seite vom DGI. Das ist das Finanzamt. Schaut da einfach nach. Die haben da meist immer so Posts, wo dann die Daten für das aktuelle Jahr wo die das ankündigen. Als Letztes möchte ich euch noch 2 kleine Features zeigen, die, ganz interessant sind, um die Grundsteuer besser zu verstehen. Und zwar könnt ihr hier oben auf, Details gehen und dann seht ihr den Verlauf der Steuerfunktion. Und zwar hier auf der X-Achse seht ihr den Immobilienwert, also 250.000, 500.000 bis zu 1.000.000. Hier auf der rechten Achse in Orange seht ihr den effektiven Steuersatz angetragen und auf der linken Achse seht ihr die zu zahlende Steuer, also den Steuerbetrag. Und hier seht ihr einfach den Verlauf dieser Steuerfunktion. Und wir können natürlich auch zurückschalten auf den regulären Tarif. Und da seht ihr einfach hier einen Vergleich und bekommt da so ein bisschen Gefühl dafür. Wenn ihr hier nach unten scrollt, dann seht ihr auch noch eine Tabelle mit dem effektiven Steuersatz. Die Idee von dieser Tabelle ist, dass ihr das einfach Pi mal Daumen überschlagen könnt, wie hoch ungefähr die Grundsteuer ist für eine bestimmte Immobilie. Und ihr müsst halt nicht diese ganze Rechnung durchgehen, sondern einfach, ja, Pi mal Daumen. Ihr könnt das auch wieder hier oben umstellen auf den regulären Tarif und Patrimonio Familiar. Und da seht ihr zum Beispiel, ja, wie wir gesagt haben, die ersten 120.000 sind steuerfrei beim Patrimonio Familiar, ist hier 0. Und dann seht ihr einfach, wie das verläuft bis zu 1.000.000. Wenn ihr euch noch weiter für das Thema Immobilien in Panama interessiert, dann kann ich euch noch 2 weitere Videos von mir empfehlen. Und zwar habe ich einmal ein Video zum Thema Zwangsversteigerung, wo ich die ganzen Grundlagen erkläre. Und dann noch ein Video zum Thema Eigentümergemeinschaften, wo ich auf ein paar Fallstricke eingehe. Die App, die ihr heute in dem Video gesehen habt, die ist im Moment, wo ich das Video hochlade, noch nicht verfügbar. Ich möchte da noch 2, 3 weitere Rechner einfügen und ich stelle die dann auf meiner Homepage bereit. Ich werde die App auch im Google Play Store und im Apple App Store zur Verfügung stellen. Falls ihr wie ich euch nicht auf Hochglanzbroschüren und warme Worte verlassen möchtet, sondern ihr möchtet verstehen, wie die Dinge wirklich funktionieren, dann kann ich euch auch noch meinen Crashkurs Immobilien für Panama empfehlen. An dem arbeite ich gerade, den gibt es noch nicht, aber es gibt dafür eine Seite, auf der ihr euch vorregistrieren könnt. Ihr könnt dort eure E-Mail eintragen. Ich, werde euch dann eine Benachrichtigung schicken, sobald der Kurs verfügbar ist. Ich gebe eure Daten natürlich nicht weiter und es wird nur für diesen Zweck verwendet. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch noch meinen kostenlosen Panama Newsletter abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.